Wie konnte eine kleine Gruppe von Kolonisten, weit entfernt von den Machtzentren der Welt, das mächtige britische Empire herausfordern und letztlich eine der einflussreichsten Nationen der Geschichte begründen? Der Historiker David McCullough nennt die amerikanische Revolution das gewagteste politische Experiment der Neuzeit. Und tatsächlich, im Jahr 1776 hätte kaum jemand geglaubt, dass die 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit von einer der stärksten Armeen der Welt erkämpfen könnten. Doch mit einem unerschütterlichen Freiheitswillen und einer Entschlossenheit, die alle Erwartungen übertraf, begannen sie einen Krieg, der die Welt für immer verändern würde. Es war eine Zeit, in der die Kolonisten hohe Steuern und drastische Gesetze erdulden mussten, alles auferlegt von einem König, der tausende Kilometer entfernt lebte. Ihre Proteste wurden von der Krone nicht nur ignoriert, sondern hart bestraft. Historiker Gordon Stewart Wood beschreibt den Zustand der Kolonien vor dem Krieg als eine Gesellschaft am Rande einer Explosion. Doch was als einfache Proteste gegen Übergriffe und ungerechte Besteuerung begann, entwickelte sich schnell zum Funken, der das Feuer der Revolution entzündete. An der Spitze dieser Bewegung standen außergewöhnliche Persönlichkeiten, die heute als die Gründerväter bekannt sind, darunter Thomas Jefferson, der die Unabhängigkeitserklärung verfasste, und Benjamin Franklin, der die diplomatische Unterstützung Frankreichs sicherte. Aber vor allem George Washington führte als Anführer der Kontinentalarmee eine schlecht ausgerüstete Truppe durch eisige Winter und schier unüberwindbare Hindernisse. Obwohl Washington und seine Männer oft kurz vor der Niederlage standen, gaben sie niemals auf. Ihr Durchhaltevermögen wurde zum Symbol des amerikanischen Freiheitsdrangs und inspirierte eine ganze Nation. Doch die Kolonisten wussten, dass sie allein kaum eine Chance gegen die mächtige britische Armee hatten. Sie brauchten dringend Verbündete. So begannen sie, andere Nationen um Unterstützung zu bitten, darunter Frankreich, das Britanniens größter Rivale war und bereit, sich auf die Seite der Aufständischen zu stellen. Und so wurde ein lokaler Konflikt zu einem internationalen Krieg, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind. In diesem Video nehmen wir dich mit auf eine Reise in diese spannende und gefährliche Zeit. Wir werden die wichtigsten Wendepunkte der amerikanischen Revolution erkunden und herausfinden, wie aus einer Gruppe von Kolonisten die größte Supermacht der Welt wurde. Welche dramatischen Ereignisse führten zum Sieg? Und wie wurde dieser kleine Staat zu einem globalen Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit? Bleibt dran, um das Geheimnis der amerikanischen Revolution zu entschlüsseln und die Geschichte eines Landes zu entdecken, das die Welt für immer veränderte. Die Anfänge der amerikanischen Kolonien reichen bis ins frühe 17. Jahrhundert zurück, als die ersten europäischen Siedler den amerikanischen Kontinent betraten. Im Jahr 1607 gründeten britische Siedler in Virginia die erste dauerhafte Kolonie, Jamestown. Nur 13 Jahre später, im Jahr 1620, landeten die Pilgerväter in Plymouth, Massachusetts, und legten so einen weiteren Grundstein für die englische Kolonialisierung Nordamerikas. Doch diese Anfänge waren von Schwierigkeiten geprägt. Die Kolonisten stießen auf harte Lebensbedingungen und Widerstand der indigenen Bevölkerung, die ihre Heimat verteidigte. Historikerin Jill Lepore betont, dass die Konflikte mit den indigenen Völkern die frühen Kolonien an den Rand des Scheiterns brachten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich entlang der Ostküste eine Ansammlung von 13 Kolonien, die politisch und wirtschaftlich unter der Kontrolle Großbritanniens standen. Jede Kolonie hatte ihre eigene Verwaltung und Gesetzgebung, war jedoch letztlich dem britischen Königshaus untergeordnet. Großbritannien betrachtete die Kolonien als wertvolle Ressource. Sie lieferten Rohstoffe und boten neue Märkte für britische Waren. Diese wirtschaftliche Abhängigkeit führte zu einer strengen Regulierung durch die britische Regierung. Die Kolonien fühlten sich zunehmend eingeengt und ausgenutzt, was ihre Sehnsucht nach Unabhängigkeit schürte und damit den ersten Funken eines Aufstands, der bald zur amerikanischen Revolution führen sollte. In der Mitte des 18. Jahrhunderts spitzten sich die Spannungen zwischen den 13 Kolonien und Großbritannien weiter zu. Ein wesentlicher Grund dafür war die Einführung neuer Steuergesetze, die die wirtschaftliche Belastung der Kolonien stark erhöhten. Im Jahr 1765 verabschiedete das britische Parlament den sogenannten Stamp Act, eine Steuer auf Dokumente, Zeitungen und sogar Spielkarten. Der Historiker Bernard Bailyn beschreibt den Stamp Act als die erste große Provokation, die den kollektiven Widerstand der Kolonien herausforderte. Ein Jahrzehnt später folgte der Townshend Act, der Steuern auf alltägliche Güter wie Glas, Blei, Papier und Tee einführte.
Diese neuen Steuern schürten den Zorn der Kolonisten weiter und stärkten ihren Widerstandswillen. Ein entscheidender Wendepunkt war die sogenannte Boston Tea Party im Dezember 1773, als empörte Kolonisten, verkleidet als Ureinwohner, Tee im Wert von Zehntausenden von Pfund ins Hafenwasser warfen. Die Reaktion der britischen Regierung war hart. Sie verhängte die Coercive Acts, die die Kolonien strenger kontrollieren und bestrafen sollten. Die Kolonisten reagierten darauf mit gemeinsamer Organisation. Im Jahr 1774 kam es zur Einberufung des ersten Kontinentalkongresses, bei dem die Kolonien nach Lösungen suchten und erstmals offiziell mehr Rechte und Selbstverwaltung forderten. Der berühmte Slogan "No Taxation without Representation" wurde zum Leitmotiv dieser Proteste und symbolisierte den Wunsch der Kolonisten, selbst über ihre Angelegenheiten zu bestimmen. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg begann offiziell im April 1775 mit den Gefechten von Lexington und Concord. Diese ersten bewaffneten Auseinandersetzungen markierten den Moment, an dem die Spannungen zwischen den Kolonien und Großbritannien in offene Gewalt umschlugen. Amerikanische Milizen stellten sich der britischen Armee entgegen, und die Kämpfe ermutigten die Kolonisten, ihre Unabhängigkeit nicht nur zu fordern, sondern tatsächlich zu erkämpfen. Der Historiker John Ferling nennt diese Kämpfe den Beginn einer Revolution, die die Welt veränderte. Im Juni desselben Jahres ernannte der Zweite Kontinentalkongress George Washington, einen angesehenen Offizier aus Virginia, zum Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee. Washington wurde für seine militärische Erfahrung und seine Fähigkeit, die Kolonisten zu vereinen, geschätzt. Doch er stand vor immensen Herausforderungen. Er kommandierte eine schlecht ausgerüstete und unerfahrene Armee, die sich gegen eine der stärksten Armeen der Welt behaupten musste. Bald darauf erlebte Washington die Realität des Krieges. Nach einer schweren Niederlage in New York im Jahr 1776 führte er am Weihnachtsabend einen entscheidenden Überraschungsangriff auf die Briten in Trenton. Diese Aktion, bekannt als Crossing the Delaware, gilt bis heute als Wendepunkt in der Revolution und stärkte die Moral der amerikanischen Soldaten. Die Unterstützung europäischer Mächte spielte eine entscheidende Rolle im Verlauf des Unabhängigkeitskrieges. Frankreich trat nach der amerikanischen Niederlage in der Schlacht von Saratoga im Jahr 1777 offiziell auf Seiten der Kolonisten in den Krieg ein. Die Historikerin Barbara Tuchman beschreibt diesen Moment als den entscheidenden Eintritt, der das Kräfteverhältnis zugunsten der Amerikaner verschob. Die französische Regierung stellte nicht nur finanzielle Mittel bereit, sondern auch militärische Unterstützung und Kriegsmaterial. Insbesondere die Schlacht von Yorktown im Jahr 1781 demonstrierte die Bedeutung der französischen Hilfe. Französische Truppen kämpften Seite an Seite mit den Amerikanern und die französische Marine blockierte die britischen Nachschublinien, was zur Kapitulation des britischen Generals Lord Cornwallis führte. Neben Frankreich unterstützten auch Spanien und die Niederlande den amerikanischen Unabhängigkeitskampf. Spanien eröffnete eine zweite Front im Süden, die britische Truppen ablenkte, während die Niederlande Waffen verkauften und ebenfalls in Konflikte mit Großbritannien verwickelt waren. Diese internationalen Bündnisse und die Erfolge der Kolonisten inspirierten politische Bewegungen weltweit, so auch die Französische Revolution nur wenige Jahre später. Nach Jahren intensiver Kämpfe endete der Unabhängigkeitskrieg mit dem Pariser Friedensvertrag von 1783. Dieser Vertrag besiegelte die Anerkennung der Unabhängigkeit der 13 Kolonien durch Großbritannien und legte die neuen Grenzen der Vereinigten Staaten fest. Sie erstreckten sich bis zum Mississippi im Westen und den großen Seen im Norden. Der Historiker David Hackett Fischer beschreibt diesen Vertrag als den Beginn einer neuen Ära für die Welt, nicht nur für Amerika. Am 25. November desselben Jahres kehrte George Washington triumphal nach New York zurück, wo die letzten britischen Truppen die Stadt verlassen hatten. Nur kurze Zeit später verabschiedete er sich von seinen Offizieren und trat von seinem Amt zurück, ein Zeichen seines Respekts für die zivile Führung und seine Loyalität zur jungen Republik. Mit der Verabschiedung der Verfassung im Jahr 1788 schufen die Gründerväter das Fundament der amerikanischen Demokratie. Die Verfassung legte wesentliche Prinzipien fest, darunter Gewaltenteilung und individuelle Freiheit, und sicherte die Souveränität der einzelnen Bundesstaaten. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin und John Adams arbeiteten an einem System, das die USA durch interne Stabilität und Einheit auf den Weg zur Weltmacht bringen sollte. Während des 19. Jahrhunderts wurden die USA zu einer wirtschaftlichen Macht, die Millionen von Einwanderern anzog.
Die industrielle Revolution stärkte das Land und förderte den globalen Einfluss, der auch im kulturellen Bereich wuchs. Die amerikanische Kultur von Jazz und Hollywood bis hin zur Popkultur wurde zur dominierenden Kraft und prägte die Welt nachhaltig. Der Historiker Henry Kissinger beschreibt diese kulturelle Hegemonie als die stille Waffe der amerikanischen Expansion. Während des Kalten Krieges wurde die USA zur dominierenden Supermacht, als sie gegen die Sowjetunion um globale Vorherrschaft kämpfte. Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 festigte ihre Position und führte zur Entstehung internationaler Allianzen wie der NATO, die bis heute fortbestehen. Die USA bleiben eine unbestrittene Supermacht, die in kulturellen, wirtschaftlichen und militärischen Bereichen tonangebend ist. Die Geschichte der Vereinigten Staaten zeigt, wie eine Gruppe entschlossener Kolonisten in nur wenigen Jahrhunderten zur mächtigsten Nation der Erde aufsteigen konnte. Vom ersten Schuss in Lexington bis zur Verabschiedung der Verfassung verfolgten die Gründerväter ein klares Ziel. Sie wollten eine freie, unabhängige und gerechte Gesellschaft schaffen. Trotz enormer Herausforderungen, vom Unabhängigkeitskrieg bis zu den jüngsten globalen Konflikten, blieben die USA in ihrer Mission unerschütterlich. Heute sind sie nicht nur eine politische und wirtschaftliche Supermacht, sondern auch ein kulturelles Symbol für Freiheit und Fortschritt. Ihre Vision und ihre Werte prägen die Welt bis heute. Was denkst du, hat die USA so erfolgreich gemacht? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.